Die Deutsche Bank hat Ärger in Polen, möglicherweise sehr teuren Ärger. Dafür muss sie nun Rückstellungen von 310 Millionen Euro bilden. In Polen hatten Zehntausende Kreditnehmer bei verschiedenen Banken Hypotheken in Franken aufgenommen, um von niedrigeren Zinsen in der Schweiz zu profitieren. Doch die Wette ging nicht auf. Die Kredite wurden sehr teuer. Viele Polen klagten deshalb gegen die Banken. Insgesamt erwartet die Deutsche Bank aber weiter eine starke operative Geschäftsentwicklung im 4. Quartal. Das nutzt aber nicht viel. Die Anleger nehmen heute trotzdem reißaus. Die Deutsche Bank-Aktie ist schon seit Handelsstart größter Verlierer im DAX, derzeit mit einem Minus von gut 3%. So war es meistens jedenfalls. Jetzt sehen Sie erst einmal den DAX. Der ist auch insgesamt deutlich im Minus. 1,4% geht es bergab. Und das sollte man auch nicht vergessen. Heute ist dreifacher Verfallstag an den Terminbörsen. Das heißt, für Optionen und Futures, da könnte es auch ziemliche Kursausschläge geben. Und jetzt sehen wir die Verlierer auch, also die Bank 3,4% im Minus bei Rheinmetall. Einmal mehr Gewinnmitnahmen. Erst gestern hatte ja die Aktie noch einmal deutlich zugelegt. Und dann schauen wir mal auf die Gewinner, allerdings nicht im DAX, da gibt es nämlich nur ganz wenige davon. Wir schauen auf einen MDAX, an dessen Spitze ist Fraport. Nach einem positiven Kommentar der Analysten von JP Morgan, die haben die Aktie auf Overweight hochgestuft, weil der Flugverkehr wächst und Fraport eine Gebührenerhöhung bei der Kundschaft durchgesetzt hat. Das Plus derzeit mehr als 5%. Am untersten MDAX-Ende dafür Gerresheimer. Der Verpackungshersteller kann allerdings nicht so viel selbst dafür, sondern Novo Nordisk, beziehungsweise dessen Medikament, das Gerresheimer eigentlich mal verpacken sollte, CagriSema. Das ist das neue Abnehmmedikament, das noch viel besser wirken sollte als die Vorgänger. Doch die heute veröffentlichten Studienergebnisse zeigen anderes. Es geht rasant nach unten. Novo Nordisk war zwischenzeitlich sogar mal 27% im Minus. Gerresheimer mit einem Minus von derzeit fast 12%. Und wir schauen auch mal in den SDAX und ans unterste Ende. Da ist Hornbach. Die Baumarktkette hat enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Der Nettogewinn ist um fast 40% gesunken. Der Vorstand begründet das unter anderem mit Lohnerhöhungen. Im Gesamtjahr wird es kaum Wachstum geben und die Aktie derzeit mit einem Minus von fast 14%. Und dann schauen wir noch auf Nike. Der neue Chef, Elliott Hill, der hat seine erste Quartalsbilanz vorgestellt. Und er will den US-Sportartikelkonzern mit höheren Preisen und einem besseren Verhältnis zu dem Einzelhandel wieder auf Kurs bringen. Im 2. Quartal des Geschäftsjahres war der Umsatz mit einem Minus von 7,7% zwar weniger stark gesunken als befürchtet. Für das 3. Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft erwartet Nike aber einen noch höheren Umsatzeinbruch und sinkende Margen. Und der weltgrößte Sportartikelhersteller verliert Marktanteile zunehmend, aber vor allem an neue Marken, nicht so sehr an Adidas oder Puma. Die Aktien heute allesamt im Minus. Naja, Puma fast unverändert immerhin. Und wir schauen zurück auf die Börsenwoche und voraus mit Oliver Roth, Börsenstratege bei ODDO BHF. Herzlich willkommen hier bei Welt. Hallo, guten Tag. Wichtigster Termin dieser Woche ganz klar die FED-Zinssitzung und die Pressekonferenz danach. Die hat ja viele Anleger ziemlich geschockt. Sie auch? Naja, eigentlich nicht, weil es war schon klar, dass wir jetzt für 2025 erstmal eine ruhigere Herangehensweise an das Thema Zinssenkungen erwartet haben. Dass es so deutlich ausgesprochen wurde von Jerome Powell, dem Chef der Federal Reserve Bank, das war vielleicht dann doch die kleine Überraschung. Und die Märkte, das sieht man, haben dementsprechend auch verschnupft darauf reagiert und sind jetzt erstmal auf dem Rückwärtsgang. Allerdings sind sie ja immer noch gegenüber dem, was sie in dieser kurzen Zeit im Dezember, Anfang Dezember nämlich gut gemacht haben, immer noch im Plus. Von daher finde ich die Reaktion nachvollziehbar. Eine große Überraschung war es nicht. Die Zinssenkungen werden erstmal sicherlich auch aufgrund der Machtübernahme von Donald Trump erstmal vorsichtiger agieren und dementsprechend auch der Ausblick ausfallen. Ja, aber Sie haben es gerade schon angesprochen. Insgesamt übers Jahr gesehen hat der DAX ja ziemlich ordentlich zugelegt. Was waren denn für Sie die bemerkenswertesten Ereignisse dieses Jahres aus Anlegersicht? Ja, aus Anlegersicht, wir hatten gerade über Zinsen gesprochen, war natürlich in dem ersten Halbjahr 2024 überhaupt keine Rede von Zinssenkungen mehr. Das war alles in 2023 drin gewesen und relativ lange hat sich das hingezogen, bis dann tatsächlich im Sommer die Inflationszahlen massiv gefallen sind und daraufhin die Zinsen auch
fallen konnten und dann mit einem Doppelwumms, nämlich mit einer doppelten Zinssenkung in den USA dann gestartet sind. Also das war letztendlich eine der wesentlichen Faktoren, dass das Jahr erfolgreich ist. Aber natürlich das Thema künstliche Intelligenz hat natürlich massiv weiterhin dazu beigetragen. Es wird viel, viel Geld in die Hand genommen, um zum einen künstliche Intelligenz zu entwickeln, in Produkten zu implementieren und auf der anderen Seite aber auch, was IT-Sicherheit angeht, auch als Schutzmaßnahme investiert. Da fließt weiterhin viel Geld rein und die großen Tech-Giganten wie unter anderem Nvidia konnten auch in diesem Jahr 2024 massiv von diesem Trend profitieren. Jetzt scheint ja die Trump-Rallye schon wieder vorbei. Auch mit dem Bitcoin geht es jetzt nicht mehr so rasant nach oben. Womit rechnet ihr denn im kommenden Jahr? Ich rechne grundsätzlich beim Bitcoin damit, dass wir erstmal tatsächlich ein bisschen Realität wieder in die Preise hineinbekommen. Da ist wahnsinnig viel hineininterpretiert worden. Unterm Strich bleibt Donald Trump bevorzugt alles, was nicht dem Establishment angeht. Und da gehört eben auch Kryptowährung dazu. Das heißt, wir werden dann einen kleinen Rücksetzer sehen. Und darüber hinaus werden wir natürlich viele Themen von 24 mit nach 25 nehmen. Geopolitische Krisenherde werden wir weiterhin haben. Hoffen wir, dass es ein bisschen friedlicher wird. Wir werden sicherlich auch das Thema Zinsen noch mal in Betracht ziehen, denn das Thema wird jetzt erstmal vorsichtig genommen, weil man davon ausgeht, dass Zölle, die Donald Trump erheben könnte, dementsprechend auch zu einer höheren Inflation in den USA führen. Aber das ist noch lange nicht ausgemacht. Deswegen werden auch sinkende Zinsen und das Thema Zinsen uns weiterhin erhalten bleiben. Künstliche Intelligenz natürlich auch. All das sind die Themen von 24, die wir erstmal mit rübernehmen in 25. Und wenn das überhaupt geht, noch mal ganz kurz, was heißt das für Anleger? Ja, ich bin weiterhin positiv, vorsichtig positiv. Wir werden im DAX mutmaßlich tatsächlich nicht noch mal 20% in 2025 erwarten können. Wir haben mal darüber gesprochen, über die Risiken, die auch im Markt sind. Aber ich glaube, dass man weiterhin Aktien haben muss. Ich glaube weiterhin, dass auch 2025 ein positives Jahr wird für Aktien, wenngleich auch die Brötchen ein bisschen kleiner gebacken werden. Davon ist wirklich auszugehen. Sagt der Börsenstratege Oliver Roth. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, und von Trump war ja gerade schon die Rede. Der hat seine Zolldrohung gegen die Europäische Union bekräftigt und gefordert, dass die Europäer mehr Öl und Gas aus den USA kaufen. So solle das US-Handelsdefizit mit der EU ausgeglichen werden. Das schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Andernfalls gibt es Zölle, und zwar ohne Ende, fügte er hinzu. Allerdings gibt es in der EU kaum staatlichen Einfluss auf den Einkauf der europäischen Raffinerieindustrie. Zölle auf Waren aus der EU würden insbesondere Deutschland stark treffen. Die USA sind ja bekanntlich der größte Abnehmer von Waren made in Germany. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im November wieder deutlich gestiegen. Sie kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf gut 61 Milliarden Euro, so der Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums. Der Zuwachs kam vor allem aus der Lohnsteuer. Hier machten sich die teils kräftigen Tarifabschlüsse bemerkbar. Die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer der Unternehmen sind dagegen rückläufig. Und das ist natürlich ein Zeichen für die Wirtschaftskrise. In den ersten 11 Monaten des Jahres zusammen summierten sich die Steuereinnahmen auf knapp 748 Milliarden Euro, ein Plus von 3,8% zum Vorjahr.